Am 19. Jänner 1889 erklärte das Deutsche Reich den Vereinigten Staaten von Amerika sowie dem Vereinigten Königreich den Krieg. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen. So könnte es heute in den Geschichtsbüchern stehen. Doch der vorgezogene Weltkrieg wurde vom Winde verweht, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer über die deutsche Kolonialgeschichte spricht, dem fällt als erstes der Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia ein. Begriffe wie Verhandlungsgeschick und konsequente Friedfertigkeit dürften hingegen kaum fallen. Und während man mit dieser Einstellung nicht ganz falsch liegt, so ist es doch nicht die ganze Wahrheit, wie die Geschichte Westsamoas zeigt. Wann werde ich dich wiedersehen? Man ist spät dran in Berlin. In Afrika streiten sich Franzosen und Briten darum, wer Gebiete, die ihnen nicht gehören, beherrschen und damit das Recht erhalten soll, Menschen, die sie nicht gerufen haben, zu regieren. Reichskanzler Bismarck ändert 1879 seine Meinung über Kolonien und sucht nach einer Möglichkeit, deutsche Interessen, welche auch immer das sein sollen, dort durchzusetzen, wo man es am einfachsten legitimieren kann. Samoa, eine Gruppe aus 15 Inseln, bietet sich hierfür an. Zwar ist der Südpazifik vor allem für Amerikaner und Briten strategisch wichtig, doch haben die deutschen Handelsniederlassungen dort bedeutenden Grundbesitz. Johannes Cäsar Godefroy, ein Lübecker Kaufmann, hatte 1865 große Plantagen auf Upolu, Samoas Hauptinsel, erworben, Einwohner aus dem Landesinneren verschleppen lassen und sie zur Arbeit auf seinen Plantagen gezwungen. Seine Firma wurde rasch zu einem der bedeutendsten Copra-Produzenten. Damit lieferte er den perfekten Vorwand für die expansionistischen Bestrebungen des Deutschen Reiches. Theodor Weber, der seit 1862 als Konsul des Norddeutschen Bundes, dann des Deutschen Reiches im Südpazifik tätig ist, wird von Bismarck mit Verhandlungen über einen Freundschaftsvertrag mit dem Königreich Tonga beauftragt, der 1878 auch an Bord der deutschen Fregatte Hertha geschlossen wird. Ein auf den ersten Blick mustergültiger Vertrag auf Augenhöhe. Beide Seiten erhalten volle Niederlassungsfreiheit ihrer Bürger und Firmen. Freiheit zu handeln, Freiheit Grund zu pachten und nach Gutdünken zu nutzen, Ankerrechte für Kriegsschiffe, Glaubensfreiheit. Allerdings ist kaum zu erwarten, dass in Wilhelmshaven nennenswerte tongolesische Flottenverbände auftauchen oder im Deutschen Reich neben Kirchen eine Vielzahl von Tempeln errichtet werden. Auch muss Bismarck kaum fürchten, dass Waren aus Tonga den deutschen Handel fluten oder Ländereien im größeren Umfange durch Tongalesen gepachtet werden. Kurz, die Gleichberechtigung ist Augenwischerei und sichert den Deutschen eine Vormachtstellung im Südpazifik. Ganz nutzlos für Tonga ist das Abkommen jedoch nicht, da es so faktisch unter deutschen Schutz gestellt und vor kolonialen Ansprüchen der Engländer und Amerikaner sicher ist. Tatsächlich werden die Briten, die Tonga 1900 als Protektorat übernehmen, die innenpolitischen Rechte der Einheimischen unangetastet lassen. Während man mit Tonga noch peinlich darauf achtet, zumindest dem Inhalt nach Gleichberechtigung zu garantieren, sieht das kurz darauf mit Samoa schon ganz anders aus. Zunächst stattet die Korvette Adriane im Juli 1878 Samoa einen Besuch ab, nachdem im Zuge eines dort tobenden Bürgerkrieges die Pflanzungen Godefroys immer wieder Opfer von Überfällen werden. Einer alles anderen als spontanen Eingebung folgend, besetzen deutsche Marinesoldaten einige Dörfer auf der Hauptinsel Upolu und hissen die Reichsfahne. Was als Aktion zum Schutz deutscher Siedler gedacht ist, hat umgehend weltpolitische Konsequenzen. Denn erstens mischt sich nun das Deutsche Reich aktiv in die Einflusssphären der USA und Großbritanniens ein und zweitens bringt es das Machtgefüge in Samoa ordentlich durcheinander. Korvettenkapitän Karl Bartholomäus von Verne belässt es nämlich nicht beim Hissen der Flagge und ein wenig Säbelrassen.
Er setzt die dem Stamm der Atua zugehörigen Häuptlinge zweier Dörfer ab und schwächt so aktiv eine der an den Auseinandersetzungen um die Würde des Oberkönigs streitenden Parteien. Da man schon mal dabei ist, will man auch mit Samoa einen Freundschaftsvertrag abschließen und macht dies auch im Jänner 1879. Diesmal hat der Vertrag ein paar Artikel mehr und versucht schon gar nicht mehr, die Fiktion vollständiger Gleichberechtigung der Parteien zu erhalten. Die Vereinbarung ist klar einseitig formuliert. Handelsfreiheit gilt nur für die deutsche Seite. Niederlassungsfreiheit ist nur für die Deutschen in Samoa vorgesehen. Kein samoanisches Kriegsschiff erhält Ankerrechte, während die kaiserliche Flotte nach Gutdünken die gesamte Inselgruppe ansteuern kann. Deutsche Rechtsgeschäfte und Strafsachen unterliegen ausschließlich dem Recht des Reiches. Rechtsstreitigkeiten zwischen Deutschen und Samoanern werden hingegen von einer Kommission aus Vertretern beider Seiten unter dem Vorsitz des deutschen Konsuls entschieden. Samoa wird durch den Freundschaftsvertrag faktisch an Deutschland gebunden. Doch was auf dem Papier zugesichert ist, ist in Wahrheit nicht viel wert. Der deutsche Vertragspartner ist im Grunde gar nicht berechtigt, ein solches Abkommen zu unterfertigen. Der Inselstaat ist ein fröhlicher Flickenteppich aus Stammesgebieten. Jeder Clan untersteht einem Häuptling, der den Titel Matai trägt, wobei seine Wichtigkeit von der Größe seiner Familie und deren Besitz abhängt. Dorfangelegenheiten werden in einem Matai-Rat geregelt, aus dem in der Regel der mächtigste Matai auch als Vertreter auf der nächsthöheren Ebene agiert. Während es bereits hier Reibereien gibt, wird es spätestens auf der Stammesebene kompliziert. 4 Stämme, die Apia, die Tumasanga, die Waimauga und Atua, streiten sich regelmäßig darüber, wer als Oberkönig, auch Maleotoa genannt, das letzte Wort haben solle. Und dieser Streit wird regelmäßig über Kriege ausgefochten. Als Theodor Weber den Freundschaftsvertrag anbietet, führen die Apia, vertreten durch ihren Oberkönig Maleotoa Talavo, die Insel. Doch die Herrschaft ist alles andere als unumstritten. In ihrem Gebiet liegt das von den Deutschen als Hauptstadt benannte Apia, was Talavo und sein Stamm automatisch aufwertet und umgehend zu bösem Blut bei den anderen Königen führt. Größter Konkurrent der Apia ist just jener Stamm der Atua, denen die Deutschen in ihrer Unkenntnis die Schmach der Absetzung zweier ihrer Dorfhäuptlinge angetan haben. Amerikaner und Briten sehen das deutsche Engagement ungern. Man versorgt Tavelo-Gegner umgehend mit Waffen und schürt so Unruhen. Doch haben die USA noch genug mit der Verarbeitung des 13 Jahre zuvor beendeten Bürgerkrieges zu tun, während die Briten sich gerade in Afghanistan engagieren. Das hindert die beiden Konkurrenten an einem aktiven Eingreifen und stimmt sie kompromissbereit. Man akzeptiert vorerst die deutschen Aktivitäten und einigt sich mit dem Reich darüber, Samoa als neutrales Gebiet zu betrachten. Befördert wird die Kompromisswelle durch den Tod des deutschfreundlichen Maleotoa Talavo am 9. November 1880 und der deutschen Bereitschaft, den eher den Briten zugeneigten Maleotoa Laupepa als samoanischen Oberkönig einzusetzen. Was für die 3 Mächte als perfekte Lösung gilt, hat nur einen Schönheitsfehler. Die anderen Stämme wollen Laupepa nicht als neuen Herrscher anerkennen, rufen eigene Regierungen aus und erklären den Krieg. Dank amerikanischer Vermittlung und eines aus den USA entsandten Kanonenboots kommt es jedoch nicht zu Kämpfen. Stattdessen wird der Atua Timatea zum Vizekönig gemacht. Laupepa passt der Einfluss der Deutschen nicht. Während die Deutschen sich, dank des Freundschaftsvertrages, immer weiter in Samoa ausbreiten, agitiert er bei den Briten gegen diese. Sein Pech ist, dass Konsul Weber 1884 über eine Petition Laupepas an Queen Victoria in Kenntnis gesetzt wird, in der der Oberkönig britische Hilfe gegen die Deutschen erbittet. Ein klarer Verstoß gegen den Freundschaftsvertrag. Daraufhin wird das Staatsoberhaupt aus der von den Deutschen kontrollierten Hauptstadt geworfen und mit ihm sein gesamter Clan. Eine Entscheidung, die Konsequenzen haben wird. Kaisergeburtstag, 22. März 1887, Apia.
Konsul Webers Nachfolger Oskar Stübel lädt zu den üblichen Feierlichkeiten auch Vertreter der Samoaner ein. Aus einem eher gesitteten Abendmahl wird bald ein Saufgelage. Matrosen der Handelsmarine und samoaische Ehrengäste geraten in Streit. Am Ende in eine handfeste Prügelei. Deutsche Zeitungen bauschen die Sache auf und behaupten, es habe sich um einen Überfall gehandelt. Dies war bis 1887 der charakter- und willenlose, unfähige, von den Samoanern selbst missachtete Malietoa. Bei der Feier der Deutschen zu Kaisers Geburtstag am 22. März 1887 war von Leuten des Malietoa ein Angriff auf das Festlokal unternommen worden. Eine Wirtshausprügelei wird so im August Vorwand für die Absetzung Lauepepers. Die Deutschen besetzen Apia und lassen mal wieder den Reichsadler flattern. Dann ernennen sie Lauepepers Vizekönig zum Nachfolger. Dieses Mal kommt es zu keiner Verständigung zwischen den verfeindeten samoanischen Stämmen, sondern zu mehreren Scharmützeln. Die Deutschen räumen des Lauepeper durch Verbannung nach Deutsch-Kamerun aus dem Weg, was die Amerikaner dazu bringt, einen Häuptling namens Mataafa Yosofo zum Gegenkönig auszurufen. Eine in Washington abgehaltene Konferenz der drei Großmächte endet ergebnislos und so schwelt der Konflikt weiter, ohne dass sich die großen drei direkt bekriegen. Immer häufigere Angriffe der Leute Ioseos auf deutsche Niederlassungen verschärfen jedoch die Lage so sehr, dass Berlin einen Flottenverband entsendet. Am 18. Dezember 1888 laufen Olga, Eber und Adler in Apia ein. Circa 150 Matrosen gehen zum Schutze der deutschen Plantagen an Land. Kaum sind sie in einer circa 8 Kilometer von der Küste gelegenen Pflanzung angekommen, werden sie ohne Vorwarnung von Mataafas Yosofos Truppen angegriffen. 2 Offiziere und 38 Matrosen sterben im Kugelhagel. Es dauert nicht lang, bis man in Berlin die Hintermänner des Überfalls ausgemacht hat. Die Amerikaner. Tatsächlich hatten die USA die Truppen des Gegenkönigs mit Waffen versorgt. Als dann im New Yorker Blatt Standard ein detaillierter Bericht des US-Korrespondenten John Klein auftaucht, zählt man in Berlin so lange 1 und 1 zusammen, bis das Ergebnis klar ist. John Klein ist ein amerikanischer Agent, der die harmlosen und friedfertigen Samoaner zum Überfall auf die gütigen Deutschen verleitet hat. Das ist zwar Quatsch, klingt aber gut. In der Wochenzeitschrift Schoras Familienblatt heißt es dazu: Dass auch amerikanische Untertanen sich aktiv am Kampfe beteiligten, ist tief bedauerlich. Leider ist es dem Abenteurer Klein, welcher sich nicht scheute, auf deutsche Matrosen zu schießen, gelungen, nach San Francisco zu entkommen, so dass er vorläufig dem Arm der Gerechtigkeit unerreichbar ist. Das Wiener Abendblatt fasst die Sache drastischer, rassistischer und vor allem mit großer Genugtuung zusammen. König Kretz ist noch lange nicht vergessen. Die Samoaner hatten einen König von Bruder Jonathans Gnaden, einen jener Häuptlingsmonarchen, die zu dem Frack auf nacktem Oberleibe den seidenen Klackhut als Zeichen ihrer Zivilisation tragen. Und dieser König, er heißt Malietopa, war nun nicht nach dem Geschmack des deutschen Vizekonsul Knab, und dieser Herr, dessen eigenmächtiges Vorgehen Fürst Bismarck erst jüngst dissolvierte, ernannte einen neuen König ähnlicher Statur, Demanense genannt, was der König Nummer 1 zu einer Schilderhebung gegen die Deutschen benutzte. Von den Amerikanern John Klein aufgestachelt und unterstützt, schlug sich der durch die Deutschen deposierte halbnackte Souverän in die Mangrovenbüsche oberhalb der Samoaner Landeshauptstadt Apia und fügte, als ihm die Landungsattachements der Deutschen zu Leibe rückten, letzteren nicht unempfindliche Verluste bei welchem Anlasse 2 Seeoffiziere und ein halbes Hundert deutscher Teerjacken das Leben einbüßten. Hierauf wurden deutscherseits von der Union die Auslieferung John Kleins verlangt, und dieser Gentleman servierte sich raschestens in den Schoß der Union. Wie kommen Sie darauf, dass man in Wien zwar keine der Parteien leiden konnte, den Umstand, dass die Deutschen eine Niederlage kassiert hatten, aber durchaus amüsant fand?
Als dann in der Nacht vom 8. zum 9. Jänner 1889 einheimische Rebellen große Teile der Hauptstadt in Flammen setzen, ist für Konsul Knappe das Maß voll. Er erklärt am 19. Jänner den Kriegszustand, lässt die Reichskriegsflagge hissen und macht damit klar, dass er den Kampf gegen Amerikaner und Briten zu führen bereit ist. Faktisch eine Kriegserklärung an die beiden Großmächte, die nun ihre Flotten in Bewegung setzen. In Berlin reagiert man umgehend. Man will Samoa nicht annektieren und sich unnötigen Ärger einhandeln. Erst recht keinen Krieg. Knappe wird abberufen und gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Allerdings scheint es für eine gütige Einigung zu spät, denn Olga, Eber und Adler erhalten Anfang März Gesellschaft durch die amerikanischen Kriegsschiffe Vandela, Trenton und Nipsic sowie das britische Schiff Calippo. So bedroht man sich bis 15. März fröhlich gegenseitig. Der samoanische Sturmgott Fa'aitu band die Gefahr auf seine Weise. Ein Tropensturm pfeift über die Bucht von Apia und entwickelt sich zu einem Orkan. Um 4 Uhr morgens wird die Eber vom Anker gerissen und gegen ein Riff geschleudert. Das Kanonenboot sinkt mit Mann und Maus. Von 75 Mann Besatzung überleben lediglich 2. Als nächstes erwischt es die Adler. Das gerade einmal 4 Jahre zuvor vom Stapel gelaufene Schiff seiner Majestät reißt sich ebenfalls vom Anker und kann, obschon alle Maschinen auf Hochtourenflug laufen, nicht gegen die brausende See bestehen. Es wird an den Strand geworfen und bleibt seitlinks liegen. Ein Großteil der Mannschaft, ca. 100 der insgesamt 120 Männer an Bord, kann sich retten. Die Trenton, der Amerikaner, treibt zwischenzeitlich nach einem Ruderbruch steuerlos auf die deutsche Olga zu. Korvettenkapitän von Erhard will eine Kollision vermeiden und gibt Befehl, die Anker der mit fast 300 Mann besetzten Kreuzerkorvette zu kappen. Er will das Schiff kontrolliert auf den Strand setzen. Während von Erhard sich noch Richtung Ufer durch die tobende See zu kämpfen versucht, verlieren die Amerikaner alle 3 Schiffe. Von der Trenton sterben 129 ihrer 300 Besatzungsmitglieder. Die Vandella verliert 93 von 160 und die Nipsic 26 ihrer 130 Mann zählenden Mannschaft. Einzig die britische Calippo entkommt dem Untergang, da sie dank ihrer starken Maschinen offene See erreicht. Bismarcks Außenminister und Sohn Graf Herbert von Bismarck lädt umgehend zu einer Samoa-Konferenz nach Berlin ein. Diese tagt vom 29. April bis 14. Juni 1889. Im Gegensatz zum vorangegangenen Treffen in Washington, das den Konflikt nur verschärft hatte, steckt den Teilnehmern der Schrecken offensichtlich noch in den Knochen. Man ist sich bewusst, dass man um Haaresbreite an einem Weltkrieg vorbeigeschrammt ist. So einigt man sich darüber, Samoa weiterhin eigenständig unter dem Schutz der 3 Mächte zu erhalten. Die Hauptstadt Apia wird von Deutschen, Briten und Amerikanern über einen Munizipalrat verwaltet. Dieser arbeitet unter dem Vorsitz eines Deutschen, während seine Mitglieder aus Briten und Amerikanern bestehen und nach australischem Recht handeln. Innere Angelegenheiten sollen die Samoaner selbst regeln, wobei man den zuvor von den Deutschen abgesetzten Malietopa Laupepa wieder einsetzt, nachdem man die Einheimischen entwaffnet. Nur weil man den Samoanern die Waffen abgenommen hat, sind die alten Zwistigkeiten nicht vergangen. Der ehedem durch die Amerikaner und Briten zum Aufstand gegen Titmatea motivierte Mata'a Yosofo will den ausländischen Einfluss auf Samoa nicht hinnehmen und kann 1893 nur durch eine gemeinsame Strafexpedition von Briten und Deutschen daran gehindert werden, einen veritablen Bürgerkrieg anzuzetteln. Mata'a Yosofo wird auf die Marshallinsel ins Exil geschickt. Dennoch kommt es immer wieder zu Unruhen und Versuchen, Laupepas Regierung zu stürzen. Richtig gefährlich wird es jedoch im August 1898, als der Tod Laupepas erneut Machtkämpfe auslöst. Mata'a Yosofo, der sich noch im Exil befindet, hat seinen Anspruch auf das Amt des Malietoa nie aufgegeben und erfreut sich bei der Bevölkerung eines hohen Ansehens. Die Deutschen sehen darin die Chance, ihre Situation im Land zu verbessern und verhandeln mit den von ihnen Verbannten. Sie sagen ihm für den Fall seiner Unterstützung das Amt des Oberkönigs zu und anerkennen gleichzeitig die Unabhängigkeit samoanischer Innenpolitik. Yosefo willigt ein und wird prompt an Bord eines deutschen Schiffes zurück nach Apia gebracht.
Amerikaner und Briten merken rasch, dass Berlin sie vorführen möchte und ernennen den Sohn des verstorbenen Lauepepa, Tanuafalfili, I., zum Malietoa. Im Jänner 1899 kommt es so zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wobei die Anhängerschaft Tanuafifilis zunehmend in die Defensive gerät. In dieser für ihren Favoriten gefährlichen Lage beschießen die USS Philadelphia, die HMS Royalist und die HMS Porpoise Apia und lassen Truppen anlanden. Ein Fehler. Kaum an Land geraten diesmal die 56 britischen und amerikanischen Marines unter Feuer der Anhänger Mataafa Iosofos. Die Amerikaner bringen ein Maschinengewehr in Stellung, doch die Todesmaschine versagt und so erzwingen ca. 800 Verteidiger unter schweren Verlusten den Rückzug der Invasoren. Letztlich lassen 100 Samoaner und 4 Angreifer ihr Leben, doch Amerikaner und Briten sind geschlagen. Die Deutschen verhalten sich passiv, sie lassen Iosofo die Arbeit für sich erledigen. Dennoch ist klar, dass es nun wohl zu einem Krieg zwischen den 3 Großmächten kommt, es sei denn, man findet einen für alle akzeptablen Weg. Im Mai treffen sich daher Vertreter Deutschlands, Großbritanniens und der USA an Bord der USS Badger im Hafen von Apia, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Man kommt zu dem Ergebnis, dass es besser wäre, die Inseln aufzuteilen, statt sich gegenseitig zu beschießen. Der Friede ist gesichert und der Weg frei für offizielle Verhandlungen. Anlässlich seines Besuches in Großbritannien unterzeichnet Kaiser Wilhelm II. Am 14.11. ein Abkommen zwischen dem Reich und England, in dem die Briten auf Samoa verzichten, hierfür jedoch mit dem zu diesem Zeitpunkt von Deutschland kontrollierten Tonga entschädigt werden und die Zusage erhalten, dass das Reich keine Ansprüche mehr auf Sansibar geltend macht. Die Amerikaner erkennen die Vereinbarung am 2. Dezember an. Sie erhalten so offiziell die bereits zuvor im April zugesprochenen samoanischen Inseln östlich des 171. Grads, die noch heute ein Außengebiet der USA sind. Westsamoa wird mit Wirkung vom 19. Februar 1900 deutsches Schutzgebiet. Gouverneur Wilhelm Solf, ein überaus erfahrener und weitgereister Kolonialbeamter, der bereits im Mai des Vorjahres nach Samoa gekommen ist und die Landessprache erlernt hat, lässt im März die Reichsfahne in Apia hissen und nimmt umgehend Verhandlungen mit den maßgeblichen Stämmen auf. Dank seines Verhandlungsgeschicks kann er die Samoaner davon überzeugen, dass das Amt des Malietoa, um das immer wieder blutige Konflikte ausgebrochen waren, abgeschafft wird. Mataafa Iosofo übernimmt den neu geschaffenen Sitz eines Ali Sil, höchster Häuptling, während Kaiser Wilhelm offizielles Staatsoberhaupt wird. In inneren Angelegenheiten bleibt der Ali Sil, dem ein Rat aus allen Vertretern der Stämme an die Seite gestellt wird, vollkommen unabhängig. So grausam und ungerecht die deutsche Herrschaft in Afrika war, so klug und umsichtig ist sie in Samoa. Solf befasst sich intensiv mit der Geschichte der Inselgruppe und steht im permanenten Austausch mit lokalen Würdenträgern. Damit kann er nach mehr als 25 Jahren mehr oder minder fortgesetzten Bürgerkriegs eine dauerhafte Befriedung erreichen. Ob es nun Einsicht oder die Tatsache ist, dass Solf mit einer kleinen Polizeigruppe aus lediglich 30 Mann einem kampferprobten samoanischen Heer von mehr als 3000 Soldaten chancenlos gegenübersteht, ist eine müßige Diskussion, ob der Erfolge, die der Deutsche erzielen wird. Es gelingt ihm auf dem Verhandlungswege, mehr als 6000 Feuerwaffen einzuziehen und unter der Verantwortung der lokalen Häuptlinge ein Straßenbauprogramm zu initiieren. 1901 führte er in Abstimmung mit Mataafa Iosofo eine Kopfsteuer ein, was den Finanzen Samoas nachhaltig positiv zugutekommt. 1902 werden Einnahmen von mehr als 211.000 Mark, das entspricht in heutiger Kaufkraft etwa 1,2 Millionen Euro, erzielt. Und so prosperiert Samoa unter Solfs und Mataafa Iosofos Herrschaft zur einzigen deutschen Kolonie, die mehr einbringt, als sie kostet. Ganz ohne Zwangsmaßnahmen und Unterdrückung der Einheimischen. Obschon der Zustrom deutscher Siedler im Vergleich zu Afrika verschwindend gering ist, kommt es bald zu ersten Spannungen. Die meisten der Zuwanderer besitzen kaum Kapital, dafür aber eine Menge Überlegenheitsgefühl. Sie bestehen auf Sonderbehandlung und als sich ihre Hoffnungen auf raschen Reichtum nicht erfüllen, kommt Solfs Amtsführung rasch unter Verdacht.
Besonders ein Herr, der ehemalige Artillerieoffizier Richard Deken, der die Deutsche Samoa-Gesellschaft zur Förderung der Plantagenwirtschaft führt und 1902 in Apia eintrifft, ist ein Paradebeispiel für diese Einstellung. Entgegen aller Vernunft behauptet Deken, dass Solf die Einheimischen sowie die bereits etablierte Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft, die Nachfolgefirma Godefroys, bevorzuge und die Interessen der Siedler nicht verträte. Tatsächlich aber zeigt ein in Solfs Auftrag 1903 erstelltes Bodengutachten, dass lediglich 4% der Fläche Samoas für eine Plantagenwirtschaft geeignet sind und diese Fläche ist zur Hälfte in samoanischer Hand, zur anderen größtenteils im Besitz der Plantagengesellschaft. Will man neue Flächen kultivieren, so die Experten, sind Anfangsinvestitionen von mindestens 50.000 Mark, also ca. 300.000 Euro notwendig. Keiner der Neuankömmlinge hat so viel Geld. Es ist daher wenig verwunderlich, dass die Hälfte der Einwanderer kurz vor der Pleite steht. Deken aber sieht ein Komplott und fordert umgehend finanzielle Unterstützung. Als Solf dies ablehnt, fordert Deken, der erstklassige Beziehungen zum katholischen Zentrum in Berlin unterhält, die Abberufung Solfs. Tatsächlich formiert sich eine für Solf gefährliche Koalition aus Zentrum, Nationalkonservativen und Einwanderervertretern. Doch er hat Glück. Die von rassistischer Hybris gespeiste Arroganz Dekens lässt ihn 1904 aus der Rolle fallen. Er misshandelt mehrere chinesische Arbeiter schwer, wird prompt angezeigt und verurteilt. Ein von ihm angestrebtes Revisionsverfahren führt zwar zur Aufhebung des Schuldspruchs, doch hat Kaiser Wilhelm nun die Faxen dicke und fordert Deken auf, freiwillig in die Festung Ehrenbreitenstein in Koblenz für 2 Monate Haft abzusitzen. Deken gehorcht, kehrt aber 1907 nach Samoa zurück und wird bis 1910 weiter gegen Solf stänkern. Doch zurück zu Wilhelm Solf. Dieser lehnt konsequent alle Angebote zur Stationierung deutscher Truppen ab. Lieber verwendet er Steuereinnahmen zum Aufbau einer veritablen Infrastruktur. Bis 1914 werden 320 Schulen, in denen auf Deutsch und Samoaisch unterrichtet wird, gebaut. Er setzt durch, dass Familien mit Brachland dort jährlich 50 Kokospalmen anzupflanzen haben und verhindert damit die in amerikanisch-Samoa umgehend einsetzende Abholzung der Insel. Auch untersagt er die in anderen deutschen Kolonien übliche Zwangsarbeit für Einheimische. Er will so wenig wie möglich in das soziale Gefüge des Inselreichs eingreifen und schafft es, dass die deutsche Schutzherrschaft in breiten Teilen der Bevölkerung akzeptiert wird. Als Solf im November 1908 von einem Heimaturlaub, in dem er seine Frau kennenlernt und heiratet, zurückkehrt, warten schlechte Nachrichten auf ihn. Ein lokaler Häuptling namens Lauati will sich mit der durch die Deutschen eingeführten Verwaltung nicht abfinden und wieder zum alten System zurückkehren. Er organisiert eine ca. 1000 Kämpfer umfassende Truppe und plant einen Angriff auf Apia. Solf weiß, dass ein Angriff in erster Linie Mataafa Yosofo gelten wird, doch auch, dass dabei deutsche Interessen bedroht sind. Eingedenk der brutalen Reaktion der Deutschen auf den Aufstand in Namibia befürchtet er ähnliche unmenschliche Vergeltungsmaßnahmen des Militärs und reist daher umgehend zu Lauati, um ihn davon zu überzeugen, seinen Plan aufzugeben. Es folgt eine Redeschlacht zwischen dem fließend samoaisch sprechenden Solf und dem als rhetorisch brillant geltenden Lauati. Tatsächlich kann Solf den Häuptling davon überzeugen, dass ein Angriff nicht gut für ihn ausginge und es besser sei, er würde sein Anliegen vor dem Inselrat, dem Phaipule, vertreten. In der Folge reist der Deutsche durch das Hinterland, um andere Häuptlinge, die sich der Mauepule-Bewegung angeschlossen haben, auf seine Seite zu ziehen. Gerade als Solf wieder in Apia angekommen ist, schert sich Lauati nicht mehr um die Vereinbarung und setzt mit 25 Rumpfbooten, besetzt mit ca. 1000 Kriegern, auf die Hauptinsel Upolu über. Solf sendet ihm einen Boten entgegen, der ihm ein Schreiben übergibt, in dem ihm Straffreiheit zugesagt wird, sollte er sich an die ursprüngliche Übereinkunft halten. Und so kommt es statt zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zu einem veritablen Rededuell im Inselrat. Nach mehrstündigen Verhandlungen wird der Streit beigelegt. Auf Samoaisch schließt Solf die Diskussion mit: Wir wollen von neuem anfangen. Der Anfang soll Liebe sein. Lauati wird vom Phaipule begnadigt und darf unter freiem Geleit abziehen. Doch statt sich auf seine Heimatinsel Salwai zurückzuziehen, besetzen er und seine Leute eine kleine Nebeninsel.
Als dann Gerüchte aufkommen, Lauati plane einen Überfall auf den Gouverneurspalast, lässt Solf Lauati gefangen nehmen. Dieser muss sich nun erneut vor dem Inselrat verantworten, der dessen Verbannung beschließt. Doch Solf möchte den rebellischen Häuptling nicht seiner Heimat verweisen und damit riskieren, dass seine Anhänger ihn als Märtyrer betrachten. Er verzichtet darauf, die Verbannung umzusetzen. Lauati versteht diese Geste der Verständigung als Eingeständnis von Schwäche und agitiert fröhlich weiter gegen die Regierung. Tatsächlich sammelt er erneut Truppen und versucht, Verbündete zu gewinnen. Solf telegrafiert nun nach Berlin und bittet um Entsendung einer Flottille. Am 21. März laufen die Kriegsschiffe Leipzig, Arkona und Titania in Apia ein und beginnen umgehend damit, die Insel zu patrouillieren. Flugblätter werden verteilt, auf denen ultimativ dazu aufgerufen wird, sich bis 29. März zu ergeben. Lauati aber will nicht und bietet stattdessen an, sich ins Hinterland zurückzuziehen. Das lehnt Solf ab, das Vertrauen ist zerstört. Savai wird von den anderen Inseln abgeschnitten, sodass keine Lebensmittel mehr dorthin gelangen. Lauati stellt sich daraufhin am 1. April und wird gemeinsam mit einigen seiner Anhängern nach Guam auf die Insel Saipan verbannt. Angesichts der Tatsache, dass im gesamten Verlauf der Krise kein einziger Schuss abgefeuert wird, ist Solfs Erfolg kaum zu überschätzen. Als Solf 1910 sein Amt aufgibt, um Gouverneur von Neukamerun zu werden, hinterlässt er seinem Nachfolger ein aufgeräumtes und weitgehend befriedetes Gebiet. Obschon mit großem Verständnis agierend und auf Ausgleich bedacht, war der 1912 ins Kolonialamt nach Berlin berufene auch ein Kind seiner Zeit. So untersagte er für Samoa Mischehen und setzte sich im Reichstag, allerdings vergeblich, für eine Ungleichbehandlung von Mischlingskindern ein. Sieht man von diesem hässlichen Fleck auf Solfs sonst reiner Weste ab, so versteht man, dass noch heute auf Samoa die Zeit der deutschen Schutzherrschaft positiv in Erinnerung ist. Diese deutsche Geschichte endete faktisch am 29. August 1914, als ein neuseeländisch-australischer Schiffsverband im Hafen von Apia einläuft. Die Deutschen erklären Apia zur offenen Stadt und vermeiden so ein sinnloses Blutvergießen. Am 17. September wird der deutsche Gouverneur in Gewahrsam genommen und nach Neuseeland verbracht. 1916 wird den Deutschen in Samoa durch die Neuseeländer jede gewerbliche Betätigung verboten. So gut man auf Samoa im Allgemeinen durch den Krieg kommt, so katastrophal wird er leider für die Bevölkerung enden. Am 7. November 1918 erreicht die neuseeländische Tatua Apia. Die neuseeländische Verwaltung erteilt dem auf Fidschi eigentlich in Quarantäne stehenden Schiff die Erlaubnis anzulegen. Zum Jahreswechsel 1918-19 sind mehr als 7500 Samoaner tot, dahingerafft von der an Bord der Tatua eingeschleppten spanischen Grippe. Zwischen einem Fünftel bis zu einem Drittel der Bevölkerung wird der Seuche letztlich erliegen. Auch gefördert durch die Untätigkeit der neuen Herren, die in den nächsten Jahren das 1920 erteilte Völkerbundmandat zur Verwaltung der Inseln Westsamoas maßgeblich dazu nutzen, das Land auszuplündern, jeden Ansatz von Unabhängigkeit zu unterdrücken und 1928 sogar eine friedliche Demonstration für Unabhängigkeit zusammenkartätschen lassen. Man mag es nicht glauben, aber auf einer Inselgruppe im Südpazifik bewies ein deutscher Gouverneur, dass Kolonialherrschaft zwar immer ungerechtfertigt, jedoch nicht zwangsläufig brutal und unterdrückend sein muss.